Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Es heißt The Park. Es handelt sich dabei um ein Indie-Game für die PlayStation 4. Offenbar gibt es das wohl nur in Englisch. Oh. Ja, ich würde mal sagen, nur in Englisch. Gut. Aber ich denke, das sollte trotzdem alles passen. Dann fangen wir einfach mal an. Ich weiß gar nicht so genau, worum es geht. Es war auch im Horror-Sale dabei und habe es mir geholt, weil es ganz gut aussah. The Park is a narrative experience best played in dark room wearing headphones. It deals with subject matter that may be disturbing to some players. During the course of play, the park may... Okay, so schnell war ich jetzt nicht. Ja, war im Horror-Sale dabei. Sah ganz gut aus. Mal gucken, was uns erwartet. Kopfhörer habe ich natürlich auf. Okay, dunkel ist jetzt relativ... Es ist relativ dunkel. Ja. Oh, es braucht aber lang zum Laden. Aber ich bin wirklich gespannt. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Okay, offenbar spielen wir eine Mutter, die mit ihrem Sohn in einen Park geht. Aber jetzt werden mir leider die Untertitel nicht angezeigt. Das wäre schon ganz cool. Die werde ich noch anmachen für euch. Weil so ohne Untertitel auf Englisch ist dann auf Dauer doch ganz schön anstrengend. So, dann wollen wir uns mal umsehen, beziehungsweise nach Informationen fragen. Kann ich irgendwie rennen? Ich kann noch gar nichts machen, außer laufen. Na gut. Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Press X to interact with objects in the world. Okay. Examine Plague. Na, was ist denn? Warum geht das denn nicht? Ich drücke X, aber es passiert nichts. Na gut. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Okay. Offenbar müssen wir den Teddybär unseres... Callum, where are you going? Over here. Ah, okay, wir müssen wohl jetzt unseren Sohn und den Teddybär von unserem Sohn finden. Callum, I told you to wait in the car. Over here. Ach, da oben There's ist er ja. something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention, employees. The park is now closed. Have a safe journey home. Ich an ihrer Stelle würde da hochrennen zu meinem Sohn. Eieiei, das wurde jetzt aber schnell dunkel.
Aber Lichter sind noch an, obwohl der Park geschlossen ist. Das ist doch ein bisschen... Oh God. The park. What happened here? Ah, okay. Jetzt kann ich rennen. Oh. It's easy to get lost here. Na gut. You can't catch me. Ah, da läuft er ja. Callum! Where did you go? Da läuft er doch. Da läuft er doch. Oh, Alter. Bleib doch nicht stehen. Carrie Killian. Habe ich eine Taschenlampe oder so? Stop, Callum! Nee, leider nicht. Come this way. Come to mommy, Callum. Catch me, Mommy. Okay. Bin ich auf dem richtigen Weg? Wait for mommy! This way. This way. Okay. I think this belongs to Callum. Warum hat er denn seinen Schuh verloren? Where did you go? This way, Mommy. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Ich würde es gern lesen. Chad the Chipmunk welcomes you to Atlantic Island Park. Also Chad, der Chipmunk, heißt uns im Park willkommen. Oh mein Gott. Oh, ich kann das eine Wort nicht lesen. Ist das Eis? Chad can be seen in daily ice sculpting shows in the following location. Also Chad kann an folgenden Orten gefunden werden. Um 11 Uhr morgens Sideshow Alley, 1 Uhr mittags Oktotron und um 3 Uhr mittags Park and Trace. Na gut. Ich denke, das Wait, ist jetzt Callum! nicht so wichtig. Mommy. Das ist cool gemacht. Immer wenn ich irgendetwas finden kann, dann... What is this about? Oh mein Gott, das ist so... Kann ich das ein bisschen näher ranzoomen? Ihr werdet es nicht glauben, aber ich glaube, ich sitze zu weit vom Fernseher weg und ich sitze schon relativ nah dran und kann es nicht richtig lesen. Purchased the land on Solomon Island for a pittance, I might add. Whatever old Archie Henderson did to the locations, just... oh mein Gott. Just the mention of his name had people swallowing doors and locking shutters from the moment I arrived on the island. My lures had arranged everything in advance. But ich kann das nicht richtig lesen. Rita still had to come and... Na gut, lese es selber. Ich lese mir das später auch nochmal durch, wenn ich das alles mir ein bisschen am PC näher ranholen kann. Aber ich sitze jetzt zu weit vom PC weg. Beziehungsweise von meinem Fernseher. Und ich sitze wirklich relativ nah dran. Callum! Over here. Wo denn? Don't hide from me, Callum! Boah, ich höre irgendwelche komischen Geräusche. Come back! Callum, where are you? Callum, stay where you are! Come on, Mommy. Wie komme ich denn da jetzt drauf? Ich sehe halt echt fast gar nichts. Oh mein Gott. Kann ich da rein? Na? Na? Na, na, na? Okay. Ich denke, ich muss das Ganze mal ein bisschen heller machen. Sonst wird das echt übel. So, ich denke, ja, so passt das. Weil sonst sehe ich nichts und ihr seht wahrscheinlich auf YouTube erst recht nichts. Jetzt bin ich mal gespannt.
Die Sterne. Sehr schön. Ah, sieht schon hübsch aus. Auch das Charakterdesign ist jetzt nicht unbedingt verkehrt. Ich finde, ihr Hintern sah ein bisschen seltsam aus in den Hosen. Ansonsten aber recht hübsch gemacht. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. Hänsel und Gretel. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Wow. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel.
Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Okay, das Ende haben sie jetzt aber ein bisschen abgeändert. Soweit ich mich erinnern kann, hat Hänsel und Gretel die Hexe nämlich nicht aufgegessen. Oh, Alter, stimmt denn mit dir nicht? Ich schmecke ganz sicher nicht. Wie gruselig, aber trotzdem voll gut gemacht. Kann ich jetzt hier wieder aussteigen oder muss ich noch eine Runde fahren? Ich muss sagen, Hänsel und Gretel war noch nie so mein Lieblingsmärchen. Ich finde es gut. Also alle Grimms Märchen sind gut, aber ich weiß ja nicht. Stay where you are! Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Hey, sorry, muss hier einen ganz kurzen Cut setzen, hab leider zu lange aufgenommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut, tschüssi!